Stell dir vor, du greifst Hüterband in den KU Hastrank, nimmst ein Packung Balju Röstchen heraus und liest ganz inspannt die Zutaten Liste. Nix besonders, oder? Schließlich ist du dies den Setjalen. Du wirst der Marke, du wirst dem Preis, du wirst dem vergleichen Logo auf der Verpackung. Aber was will you wenn Gino das der Moment abluri, in dem du auf Ren solltest zu vertrauen? Was maluri, wenn das, was in dieser Packung steckt, nicht das ist, was du glaubst zu kaufen? Hotdogs an W-Rastchen gelten in Deutschland als eins der unkompliziertesten Lebensmittel überhaupt. CGO Renzer Grillparty, sam Fußballspiel, sam schnellen Mittagessen. Millionen Menschen kaufen sie Watch, ohne euch nur ein Sekund darüber nachzudenken, was wirklich drin steckt, und Gino das wissen die Hersteller. Gino das nutzen sie aus. Es gab ein Zeit, da war ein Wurst, ein Handwerk, ein Metzger, der sein Beruf kannte, echts Flitsch, nach Wohlsieber Zutaten, ein überschaubar Rezepte. Das war kein Nostalgie, das war Realität. Deutsch Agenduan, übernahmen Großkonzern diesen Markt, senkten die Kosten auf ein Minimum, setzten Bestandteil durch GUNstige viel Stoff an, verpackten das alles in Glühleib nansendem, Plastik mit Versprechen, die sie nicht haltener können. Heute ist der deutsche Wurstmarkt in milliardensisch, EFT und in diesem EFT steckt mehr drin, als auf dem Etikett steht. In diesem Video wird ich dir 10 Marken vorstellen, bei denen du beim eingechasten Einkauf zweimal nachdenken solltest. Wir schauen hinter die Verpackungen, werten Studien und Verbräucherschatzberichte aus, und am Ende hörst du euch, wie du beim Kauf ein Wurst erkennen kannst, die das Geld wirklich wert ist. Blieb am Schluss dran. Was du gleich erschreckt, wird die Art. Wie du Röstchen kaufst, für immer verändern. Fangen wir an. Platz 10 auf unserer Liste Mika. Mika ist in Deutschland eine der bekanntesten Marken überhaupt, wenn es W-Röstchen im Glas an abgepackte Hotdog W-Röstchen geht. Generationen von Deutschen sind mit dem Namen aufgewachsen. Das Unternehmen wird mit Tradition und Qualität. Und auf den ersten Blick sieht das Produkt auch ganz ordentlich aus. Doch schaut man genauer hin, fällt auf, dass viele Produkte von Mika erheblich Mengen und Phosphatus-Thesen enthalten. Phosphat wurden als Bindemittel eingesetzt und helfen dabei, Wasser im Flüssig zu binden, was das Jewett an die Produktionskosten senkt. Das Problem. Laut einer Studie des Bundesinstituts für Risikobewertung stehen so Phosphat in Zusammenhang mit einer Belastung der Nierenfunktion. Besonders wenn sie in industriell verarbeiteten Lebensmitteln täglich konsumiert wurden. Mika ist kein Einzelfall, aber alles macht die Tragödie des Unternehmen ein besondere Verantwortung, da es in diesem Bereich nicht vollständig übernimmt. Auf Platz 9 landen wir bei Wiesenhof. Bekannt vor allem durch Gelprodukte, hat sich Wiesenhof auch im Segment der Rest etabliert. Das klingt zumindest nach einer anderen Alternative, denn Wurst wird oft als Liter und fettarmer vermarktet. Was dabei gern verschwiegen wird, gefällt dalu, dass du in der Verarbeitung einen erheblich höheren Wasseranteil enthalten als Schweinerest. Was bedeutet, dass du schlecht weniger Fleisch kost, als du denkst. Außerdem wurden Wiesenhof Betriebe in der Vergangenheit mehrfach mit Schatzwürstes in Verbindung gebracht. Investigativjournalisten und Tierschutzorganisationen dokumentierten das Ende in Zulieferbetrieben, die weit entfernt von dem friedlichen Bahnhofbild waren, das die Mark nach aus kommuniziert. Verbräucher zahlen für ein Image, das mit der Realität wenig zu tun hat. Platz 8 Girat einem Namen, der kaum jemanden kotlet li sis Szenario genwalde mu Halle.
Ursprünglich als Fleischwarenhersteller gestartet, hat sich das Unternehmen in den letzten Jahren stark in Richtung pflanzlicher Produkte entwickelt. Das klingt zuerst positiv, aber lohnt sich in genauer Blick auf die Zutaten der klassischen Fleischprodukte, die nach wie vor angeboten wurden. Mehrere Tests der Stiftung Warentest haben gesagt, dass einige Produkte der Jagenwolde am Juhal Geschmacksfürst Acker an Stabilisatoren enthalten, die im Durchschnitt deutlich über dem liegen, was ein einfach handwerklich hergestellt wirst binnen Teigen Wollurede. Das Unternehmen präsentiert sich modern und umweltbewusst. Doch hinter dieser Fassade stecken altbekannte Industriemethoden auf Platz 7 steht ein Mark, die du wirklich aus dem Discounter kennst du Lino. Das Eigenmarkenlabel von Lidl. Eigenmarken wie Dulano sind nicht von einem einzelnen Hersteller, sondern von wechselnden Zulieferern, die jeweils den günstigsten Preis anbieten können. Das klingt harmlos, hat aber einen entscheidenden Nachteil. Qualitätsschwankungen sind damit vorprogrammiert. Was heute in einer Packung steckt, muss in die nächsten Monat nicht dasselbe sein, weil der Lieferant gewechselt hat. Hinzu kommt, dass Eigenmarken im Discount-Bereich strukturell darauf ausgerichtet sind, den niedrigsten möglichen Produktionspreis zu erzielen. Das Europäische Verbraucherschutznetzwerk BEUC hat in mehreren Berichten festgestellt, dass Discounter Eigenmarken in einigen Kategorien systematisch günstiger hergestellt wurden, in dem Fleischanteil durch Bindemittel, Wasser und pflanzlich Eiweiß genannt wurden. Wir sind bei Platz 6 angekommen und haben much Kurs innehalten. Wenn du das, was du bisher gehört hast, überraschend findest, dann teil dieses Video bitte mit jemandem, dem du dieses Wissen lernen würdest. Ein Freund, ein Familienmitglied, jemand, der genauso regelmäßig im Supermarkt einkauft wie du. Die Informationen, die wir hier teilen, sind dort fendlich zugänglich, aber kaum jemand nimmt sich die Zeit, sie zusammen zu trigen. Genau das machen wir hier. Also weiter geht es. Platz 6. Gottfried. Der Name klingt nach Duty, nach Vertrauen. Und das ist kein Zufall. Gottfried positioniert sich im mittleren Preissegment und spricht Familien an, die Wert auf Qualität legen, aber nicht zu viel bezahlen wollen. Die Realität sieht jedoch so aus. Gottfried Produkte enthalten in mehreren getesteten Varianten Carrageen, ein aus Rohtalgen gewonnener Würdigungsstoff, der in einigen wissenschaftlichen Untersuchungen mit entzündlichen Reaktionen im Darm in Verbindung gebracht wird. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit beobachtet Carrageen als Zusatzstoff, der bei empfindlichen Personen Problem verursachen kann. Gleichzeitig wirbt Gottfried mit Slogan der bewussten Andrang, was angesichts dieser Zutat zumindest fragwürdiger scheint. Platz 5. Hier wird es ernst, und der Name, den wir nun nennen, wird viel überraschen. Blick, die mag hohe Attitude, so die der nischen Danish Crown Group, einem der größten Fleischverarbeitungskonzerne Europas. Blick ist in Deutschland tief verwurzelt. Viele Menschen kennen das Produkt seit Kindheitstagen. Doch was kaum jemand weiß. Im Jahr 2020 geriet Danish Crown in den Fokus dänischer und europäischer Medien, nachdem ein investigativer Bericht aufdeckt. Weiter in Zulieferbetrieben systematisch unter Bedingungen gehalten wurden, die Klärwürste gegen Europa Tierschutzrichtlinien darstellten. Der Konzern sollte Millionen streifen. Die Produktionsbedingungen blieben für Verbraucher weiterhin intransparent. Blick, Verpackungen zeigen idyllisch Bahnhofmotiv. Das ist nichts weiter als ein Bild. Wir kommen zu Platz 4 und hier geht es ein Thema, das die Gesamtbranche betrifft, aber bei dieser Marke besonders deutlich wird Simbo. Simbo ist seit Jahrzehnten auf dem deutschen Markt.
bekannt für die Rot, wies, gestrif Verpackung, die nach wel slichkiet skrait. In Warrentests vielen Symbol, Produkte mehrfach Deutsch hatti Kembelastangen auf. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit Bayern war verfändelt in der Vergangenheit berit. Die sagten, dass Russian Productors industrieller Production ein erhöhtes Risiko für Listerien, Contamination und Tragen, wenn die KU hacket och nur kurzfristig unterbrochen wird. Symbol, Produkte waren dabei mehrfach unter den untersuchten Marken. Listerien sind bakteriell Erreger, die für gesund erwachsen meist harmlos sind, für Schwangere, Kinder und immungeschwächte Personen aber lebendig gefährlich werden können. Das ist kein theoretisches Risiko. Das sind dokumentiert FLL. Platz 3. Wir sind fast am Ende der Liste, und hier nennen wir einen Namen, der viel Dutzech so selbstbewusst und endlich ist wie Brot und Butter. Hörte? Das Unternehmen gehört zusammen Nestlé, Konzern dem weltgrößten Lebensmittelhersteller. Hörte ist in Supermärkten und Discountern deutschlandweit vertreten, die Produkte sind günstig, bequem und immer verfügbar. Doch Nestlé ist als Konzern einer der am stärksten in der Kritik stehenden Lebensmittelproduzenten weltweit. Greenpeace, das European Environmental Bureau und Zarich Anaba an Angej Forscher haben Nestlé wiederholt vermangelnd. Transparenz in der Lieferkette kritisiert, im Bereich Fleischprodukte bedeutet. Das konkret, der Ursprung des verwendeten Fleisches ist für Verbraucher praktisch nicht nachvollziehbar. Hörte bewirbt, sein Produkte mit deutschen Familienbildern, der Konzern im Hintergrund handelt. Jedoch auf globaler Ebene mit Rohstoffen, deren Herkunft an Produktionsbedingungen in China Verpackungsvorschrift stehen. Platz 2. Was jetzt kommt, ist wirklich das beunruhigendste, weil es kein Inselmarkt trifft, sondern eine ganz Produktkategorie, die in Deutschland massenhaft verkauft wird und unter einem Namen, die oft, der eigentlich Qualität versprechen sollte. Da redest von Billigprodukten, die unter der Bezeichnung Jeffel, Gelwurst oder GFO Gelbrett verkauft werden und der Bibi Schanbel, Notchen, Norpel und Sennen verarbeiten die Fan. Die als separateren Fleisch bezeichnet werden. Separateren Fleisch entsteht, wenn Tierkörper maschinell unter hohem Druck durch fein CB gepresst werden. Das Ergebnis ist ein Bereich-Maß, die technisch als Fleisch gilt. Aber alles entfernt, was übrig bleibt, wenn das echte Fleisch bereits entfernt wird. In Deutschland muss separateren Fleisch auf der Zutatenliste angewiesen werden, aber in einer langen Liste von Inhaltsstoffen, die kaum jemand liest, geht dieser Begriff fast immer unter. Mehrere Marken, die im unteren Preissegment Hotdog Marken anbieten, darunter verschiedene Handelsmarken groß Discounterketten, verwenden diesen Rohstoff systematisch, weil die Produktionskosten dramatisch senkt. Und damit kommen wir zu Platz 1. Die Marke, die auf unserem letzten Platz landet, ist kein klassischer Hersteller, sondern ein System. Das System der sogenannten Markenlizenzierung im Wurstbereich. Immer mehr Bekannte nehmen auf deutschen Wurstverpackungen sind kein echten Herstellermarken mehr. Sie sind Lizenznamen, die in den günstigsten Produzenten vergeben wurden, der bereit ist, unter diesem Namen zu produzieren. Der Name auf der Packung sagt nichts mehr über den Hersteller aus. Sagt nichts über die Qualität des Fleisches aus. Sagt nichts über die Produktionsbedingungen aus. In Deutschland ist dies Praxis legal, aber sie untergrabt des gesamt Vertrauensverhältnisses zwischen Verbraucher und Produkt. Wenn ein bekannter Name auf einer Wurst steht, gehen die meisten Menschen davon aus, dass dieser Name ein geschickt, einen Standard und ein Verantwortung trägt. In immer mehr Fällen tat das nicht. Der Name ist ein Werkzeug des Marketings, kein Qualitätsmerkmal.
Jetzt, da du weet, worauf du achten musst, kommen wir zu den guten Nachrichten. Denn es gibt sei noch, die Produkte, die das Geld wert sind. Die Frage ist ne, wie du sie findest. Hier sind einige Regeln, die dir beim nenndichesten Einkauf helfen können. Erstens, schau dir die Zutatenliste an. Ein gut Wurst hat wenige Zutaten. Wenn du mehr als 6 bis 7 Eintage siehst, darunter Phosphat, Carrageen, Stegrike oder Aromen und genau Besignung, dann ist das ein Hinweis darauf, dass der Hersteller etwas kaschieren muss. Zweitens, acht auf den Fleischanteil im Prozent. In Deutschland sen Hersteller den Fleischanteil deklarieren. Ein Qualitätswurst sollte mindestens 70 bis 75% echtes Fleisch enthalten. Beim Wiener oder Frankfurter Standard noch mehr. Drittens, Kauf regional. Regional Metzger und Produzenten unterliegen an denselben gesetzlichen Anforderungen, aber ihre Produktionsketten sind kebiraser, transparenter und in der Regel kontrollierbarer. Du kannst im Zweifel sogar direkt nachfragen, woher das Fleisch kommt. Es gibt in Deutschland noch Produzenten, die nach traditionellen Standards arbeiten. Kleine Metzgeriebetriebe in verschiedenen Bundesländern bieten zertifizierte Produkte an, bei denen Herkunft, Haltung und Verarbeitung nachvollziehbar sind. Zertifikat wie das Beilandsiegel, das Siegel oder das Prüf versichern des deutschen Tierschutzbundes nennen dir dabei helfen, einen ersten Orientierungspunkt zu haben. Dies Siegel sind keine Garantie für Perfektion, aber sie sind ein deutlicher Hinweis darauf, dass ein Unternehmen zumindest bereit ist, sich kontrollieren zu lassen. Das ist mehr, als wir der heute genannten Konzern freiwillig anbieten. Was wir heute gesehen haben, ist kein Einzelproblem und kein Zufall. Es ist das Ergebnis eines Systems, das Profit über Transparenz stellt, das Verbräucher als Passivität behandelt, die nicht fragen und nicht verstehen sollen. Aber du fragst, du wusstest, und das macht einen Unterschied. Jedes Mal, wenn du eine Packung mit einer sauberen Zutatenliste kaufst statt einer mit 10 ansprechlichen Zusatzstoffen, sendest du ein Signal. Jedes Mal, wenn du beim lokalen Metzger kaufst statt beim Discounter, unterst die Zeit du jemanden, der seinen Beruf noch als Handwerk wurstet. Lebensmittelkennzeichnung in Deutschland ist gesetzlich geregelt, aber die Gesetze sind das absolute Minimum. Was da behind steht, ist deine Entscheidung, leis die Etiketten. Frag nach der Herkunft. Vertrau nicht dem Logo, vertrau den Zutaten. Verbräucher wie du werden ehrlich Produkte an die Unternehmen, die ehrlich produzieren, werden an dein Antast du sagen. Das Hotdog-System in Deutschland muss sich ändern, und es wird sich nur ändern, wenn jinage Menschen anfangen, die richtigen Fragen zu stellen.